So, meine Lieben, herzlich willkommen aus Santa Cruz, Bolivien. Hier sind wir auf der Kathedrale von San Lorenzo. Wir haben hier die Sicht auf den zentralen Platz, der heißt Plaza de 24 Septiembre. Und so sieht die Aussicht hier aus. Ja. Ganz schön warm. Mal schauen, was uns heute erwartet. Ich zeige euch ein bisschen Santa Cruz und mit meiner Begleiterin. Santa Cruz. ¿Cómo te llamas? Rebecca. Rebecca. Sie kommt aus Santa Cruz. Santa Cruz. Aquí. Santa Cruz de la Sierra heißt das übrigens Santa Cruz de la Sierra, sí. in der langen Version. Sie wird mich heute begleiten. Sie zeigt mir ein bisschen die Stadt. Sí. Ne? Peligroso. Genau, wir haben heute was vor und ihr werdet sehen, wo wir alles hinlaufen werden. Aber wir starten von hier und schauen uns jetzt als erstes den Platz an. Ne? Vamos. Hasta luego. So, und hier haben wir den Blick auf den zentralen Platz, Plaza 24 de Septiembre. Die Kathedrale von San Lorenzo. So sieht das hier aus. Ja. Die Kathedrale wurde natürlich von den spanischen Kolonialherren gebaut. Stammt aus dem 16. Jahrhundert. Ja. Also geht zurück auf die Spanier. Auch in Bolivien wird Spanisch gesprochen. So sieht es hier aus. Das ist hier das Herz der Stadt. Warum 24. September? Por la Independencia La Independencia de Santa Cruz. Das ist der Unabhängigkeitstag der Region Santa Cruz. Hier spielt sich das Leben ab. Wir sehen hier ganz viele Tauben. Ja. Überall Tauben. Also, muy tranquilo acá. Sí. Also, Seguridad. hay seguridad. Sicherheitsdienst am Start. Cine, ein Kino. Museo. ¿Qué es eso? Santa Cruz. Homenaje de la Patria Santa Cruz. Sehr gut. Ignacio Valnes. Jetzt gehen wir zum Ramada Mercado. Das ist eines der größten Märkte hier in Santa Cruz. Es gibt zwei Märkte, Los Pozos und La Ramada. Ramada. Und beide sind Pozo ganz schön gefährlich. Peligro. Echo, sie sagt das schon, die sind ganz schön gefährlich. Aber genau da wollen wir jetzt hin. Genau. Ansonsten haben wir keine Action. Ja? Okay. Oh, ich schwitze ganz schön. Also, wir haben 30 Grad, 68% Luftfeuchtigkeit. Dann könnt ihr euch schon mal vorstellen, wie feucht es hier ist. Ganz anders als in Santiago. Ja, in Santiago war es ganz schön frisch, windig. Und hier ist es ganz schön anders. Also hier in Santa Cruz befinden wir uns am Ende der Regenzeit. Es fängt also schon langsam die Trockenzeit an. Die Stadt ist wie eine Zielscheibe aufgebaut. Sogenannten Anillos verlaufen kreisförmig um das Zentrum herum und 9 Ringe. Der allererste Ring befindet sich natürlich in der Stadtmitte. Also je höher die Nummer, desto weiter draußen ist man. Auch hier fahren sie mit sogenannten Mikros, diese Stadtbusse. Und in Chile nennt man sie La Micro, hier sagt man El Micro. El Micro. El Micro. Also, dann sehen wir einen Unterschied zwischen Bolivien und Chile. La Micro. La Micro ist es in Chile, also mit dem weiblichen Artikel, und hier ist es der männliche Artikel. Also ein Busticket kostet umgerechnet 37 Cent. Die Währung hier heißt Boliviano, ein Boliviano. Und 1 Euro entsprechen 8 Bolivianos. Ja? Also wir sind nicht mehr in Chile, wo man Pesos sagt, sondern Bolivianos. Sehr gut. Bolivien hat 12 Millionen Einwohner und nur Santa Cruz hat 2 Millionen Einwohner. Und damit ist Santa Cruz auch
die größte Stadt Boliviens. Offiziell ist der Name des Landes Plurinationaler Staat Bolivien. Ja? Estado Plurinacional. Warum? Weil hier leben über 30 indigene Völker. Damit hat man die Vielfalt des Landes unterstreichen wollen mit dem Namen Plurinational. Jetzt sind wir auf dem Ramada-Markt. Das ist der größte Markt Santa Cruz, auch der gefährlichste Markt anscheinend. Sie sagt schon die ganze Zeit, cuidado, cuidado, pass auf, pass auf. Mal gucken, also ist das nervöse? Also sie ist ein bisschen nervös. Ja. Coca, Coca, Coca. Así. Así. Ah, die bearbeiten hier die Coca-Blätter, ja. Ich würde sagen, wir holen uns ein paar Coca-Blätter. Sorry. Sie möchten nicht gefilmt werden, kein Problem. Ja? No hay problema. ¿Qué quieres comer? Lo que- Maracuyá, chicle. Ah, okay. ¿Esto es más tradicional? No, la tradicional es así. ¿Cuál? Es preparada así. ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es rico? Maracuyá más fuerte, más energía. Also, wir haben unsere Coca-Blätter ergattert. Legal aquí en Bolivia, pero prohibido en otro país. Ah, okay, also Coca-Blätter sind in Bolivien legal, Legal. aber in anderen Ländern ist es dann, Legal. sind die dann En illegal. otro país ilegal. Esto ya cárcel. Oh, man landet im Gefängnis. Also sie sagt, in Mexiko landet man im Gefängnis, wenn man mit Coca-Blättern erwischt wird. España, eso cárcel. Uno así chico poco. Also man muss eine Handvoll Blätter nehmen, das formt man dann zu einer Kugel und dann legt man das einfach in die Backe. Dann kaut man das ganz langsam, den Saft, den schluckt man runter, aber die Blätter an sich, die schluckt man nicht runter. So funktioniert das. Esto hace. Okay, vamos, vamos. Yo también. ¿Cómo se hace? 9B11B. También tenemos ¿Sí? auriculares y cargadores protector de pantalla a 10 bolivianos. Pero Se si tiene coloca palo. vidrio templado a 10 bolivianos, vidrio puro Palo. antiespía Yo tenía sin palo. 9B11B. También tenemos Tiene que meter auriculares una y coca así. cargadores protector de pantalla a 10 Ay. bolivianos. ¿Cómo? Se coloca vidrio templado a 10 bolivianos, vidrio puro antiespía 9B11B. También tenemos auriculares y cargadores protector de pantalla. Ah, Maracuja-Geschmack. Also, das schmeckt echt gut. Was? ¿Más? Muss wirklich ein Bällchen formen. Mira, la canta. Mira. Vean, ¿no? Que aprenda. Gracias. ¿Cuál fue? Ah, tiene que escucharla. A ver, para aprender. ¿Cómo? Also, er zeigt uns, wie man das macht. Ese mejor. Ah. Pinta rojo. ¿Puedo? Puede. Pero Tinta rojo. Tú. Pinta rojo. Sí, come. También? Así rojo. Así. rojo, mira. Rap. Der hat rote Zähne. Ya está rojo. Weißt du mal? Ya. Tja. Ah, Ese es así. Medusa. como Chewing Gum. Schmeckt nach Kaugummi. Es dulce, sabor, frutilla. Mejor. Mucho mejor. Este. Aha. 50 vale. 50. 50 vale. Este Este es 10 20 bolivianos. pesos. 20. 20. Ah, 20. Este es 50. Mucho mejor. Mucho mejor. Más calidad. Más cálido. Ese es perfecto. ¿Cuál es el efecto? ¿Por qué lo comes? Porque uno cuando está aburrido lo activa. Okay. Le da Cansancio fuerza. arriba. Also wenn man müde ist, gibt das einem einen Energieschub. Ne? Dann hat man wieder Ánimo, Energie. Ne? ánimo. Mhm. Sehr gut. Ah, Oh. no tienes que. No. No tiene que Ahí nomás lo tienes que masticarlo. mantener, ahí nomás. No tiene que masticarlo porque lo va a deshacer Y y se ya va a después comer. ajá, y se lo. Ah, solo el líquido. Solo el jugo. Tenerlo nomás. Man darf das nicht kauen, weil ich habe die ganze Zeit gekaut. Also das muss man einfach nur in die Backe legen und nicht kauen. Okay, also ich habe jetzt so ein Bällchen. Cuba libre mejor. Ese es maracuyá. Maracuyá. Sí, toma, Ahí está, toma. gracias. Toma. Pero déjame un poquito para mí. Gracias. Die schlagen alle zu. La gente es amigable. Ja, die Leute sind freundlich, meint sie? Ja. Mucho amigo. Hola, ¿qué tal? Hola. Also,
Also man legt das einfach nur in die Backe rein, ohne zu kauen. Ja, das gibt einem einen Energieschub, wenn man müde ist. Das hilft also gegen Müdigkeit. Das ist der größte Markt von Santa Cruz, La Ramada. Meine Zunge mega taub. Da geht's weiter. Also hier, das ist ganz legal, kein Problem. Im Ausland ist das natürlich illegal. Ne? Ich habe das die ganze Zeit gekaut. ¿Tienes calor? 40 grados. No, como 30. 40. Sí, puro comercio. Jetzt suchen wir uns eine Mikro, also so einen kleinen Bus und fahren ins gefährlichste Viertel von Santa Cruz. Ich habe ChatGPT gefragt, was ist das gefährlichste Viertel? Und er meinte, das ist Plan 3000 ist das gefährlichste Viertel. Und dann würde ich sagen, nichts wie hin, oder? Boah, meine Zunge spüre ich gar nicht mehr. Also ich muss schon sagen, jetzt wo ich die Kamera halte und so, dass die Leute schon ein Auge drauf werfen und sich das genauer angucken. ¿Cuánto es? 3. 6. Im Bus angekommen. Wir fahren zum Plan 3000. Die Fahrkarte kostet 37 Cent. Ich weiß gar nicht, wie lange man die Coca-Blätter im Mund behält. Das weiß ich gar nicht. Aber wir fragen mal. Disculpa. Disculpa, una pregunta. ¿Cuánto tiempo la coca va a hacer en la boca? ¿Cuánto tiempo lo llevo en la boca? Depende de que sabe beber. Una 2 horas. Una hora? 2 horas. 2 horas? Okay. Todo el tiempo en la boca. Ja, 2 horas. Also bis zu 2 Stunden kann man das im Mund behalten. Sí, para mí para primera esperanza. Sí, 2 horas. Porque en Italia no tenemos eso. No hay en Italia. No, no hay. Natürlich nicht. Also in Italien ist das natürlich illegal. Ist illegal in Italien. Claro. Also es meint, bis zu 2 Stunden behält man das im Mund. Krass. Meine Zunge ist taub. Ja, komplett taub. Ja. Está bien, ¿no? ¿Te gusta? Sí. Me gusta. Hat natürlich nicht den gleichen Effekt wie das weiße Zeug. Ne? Auch hier, genau wie in Chile, hört man Musik. Und was hört man von der Musik? Reggaeton. Bajamos. Gracias. So, wir kommen im gefährlichsten Stadtteil von Santa Cruz. Sie ist schon ganz aufgeregt, ist dann nervös, hein? Sie sagen die ganze Zeit, cuidado, cuidado, miedo, sie hat Angst und so. Ich habe gerade keine Angst, also ich bin auch nicht nervös gerade. Aber klar, man weiß nicht, was einem erwartet. Die Coca-Blätter immer noch in der Backe. Kein Bock mehr darauf, werde ich gleich ausspucken. Aber so sieht es hier aus. Dieser Stadtteil gilt als der gefährlichste Stadtteil von Santa Cruz. Hier klauen sie Handys direkt aus dem Bus. Die öffnen die Fensterscheiben und schnappen sich die Handys. Und gucken wir mal, wie gefährlich es hier tatsächlich ist. Klar, die gucken alle natürlich. Jemand, der mit einer Kamera rumläuft,
Und die verkaufen hier Handys, Leute. Das heißt, dass hier auch geklaute Handys verkauft werden, davon kann man stark ausgehen. Sie klauen die Handys direkt von den Bussen und verkaufen sie dann direkt weiter an die Händler hier. Hier ein bisschen essen. Ja, der Vibe hier ist schon ein bisschen anders. Also es hat sich auf jeden Fall geändert im Vergleich zur Stadtmitte. Hier die Verhältnisse sind schon ärmer hier, ne? Solo es pequeño. Hier verkaufen sie Zigaretten, also hier arbeiten Kinder. Und ja, hier muss man auf jeden Fall aufpassen, weil hier mächtig geklaut wird. Ne? Also hier laufen kriminelle Menschen rum, aber tagsüber scheint es ganz ruhig zu sein. Oh, raus damit. Wow. Ahora no. Also der Effekt, ja, was kann ich sagen? Ich glaube, Energieschub hat mir das schon ein bisschen gegeben. Die Zunge war die ganze Zeit taub. Meine Backe ist auch ein bisschen taub. Hola, una pregunta. No. Ja, die sind ein bisschen kamerascheu, habe ich gemerkt. Ne? Aquí podemos preguntar. Hola, ¿podemos hacer una pregunta? ¿Usted cree que el mercado es peligroso aquí? Estoy haciendo un documentario. Es que mi hija me prohibió venir acá y yo vengo. A mí me dijo, Porque es peligroso. por eso, ¿Qué hacen acá? no sé. Muchas gracias. Also, die sind nicht gut darauf anzusprechen. Die wollen nicht darüber sprechen, was hier abgeht. La gente tiene miedo a hablar. Die haben Angst zu sprechen, irgendwas zu sagen. ¿Qué tal? Yo escuché que acá es peligroso. ¿Es verdadero? Muy peligroso. Hay alto borracho y peligroso. Pero ahorita... Todos se pierden y comienzan a agarrar piedra. Pelean. Pero pelean. esa parte es peligrosa. ¿Qué más pasa aquí? ¿Pelean? ¿Qué más? Pelean, pañera y de todo, le puedo decir. Al- Todo ilegal. Bolivia. Also hier passiert alles Mögliche, sagt er. Alles, was illegal ist, sagt er. Die prügeln sich hier. Aber natürlich, die klauen hier auch Handys. Der sagt das jetzt hier nicht. Wisst ihr, warum die das nicht sagen? Weil das direkt vor den Augen der Menschen passiert. Also hier direkt werden die Handys geklaut. ¿Es verdadero que acá roban los celulares? ¿Sí? Also, hier muss man De aufpassen. noche llegan de otro lado. De noche. Pero es como una persona en sola o más personas? Diferente. Ah, ¿en grupo? ¿Cómo la puedes describir la vida acá? Yo quisiera en otro país, man. Por ejemplo, ¿dónde quieres ir? Ahí a trabajo. Y buena plata. Ah, acá hay trabajo. No hay mucho. No hay mucho, la gente se aprovecha. Quiere trabajo. Ah, ¿quieres trabajo? ¿Tú qué sabes hacer? Cualquier cosa. ¿Todo? No. Pero no hay acá. Realmente te piden Documentos. documento, antecedentes porque te ven con tatuajes, no te reciben. Y Ah. además, uno sabe, pero bueno, uno tiene herramientas. Die würden gerne woanders arbeiten, sagen die, zum Beispiel in Chile. Ok, chicos, muchas gracias por la entrevista. Yo estoy haciendo un documentario de Santa Cruz, ¿sabes? Muchas gracias por la... Importante. ¿Qué hiciste acá, hermano? Me he cortado ¿Tú en solo? Ay, por Decisión. ¿qué? Decisión. Decisión. De la chica. ¿No quieres estar contigo? me engañé. Ay, ay, ay. Sí, hay mucho. Hermano, las chicas van y vienen. Eso es lo que no sé, estoy experimentando. Mi primer novia, mi primer mujer, mi primer todo para mí. Ay. Las mujeres son ay, 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 ¿ya? No todas. No todas. Le van a invitar un pollo por lo menos, ¿no?
No he entendido, ¿cómo? Un pollo, tienen que comer ellos. Te han hecho una nota y tienes que venir, darles algo y comer. Disculpa, no. entiendo. Cosa ¿Qué dice? sabes? Un poquito de español. Sí, sí. Molestó. Así son. Son así los bolivianos. Yo no entendí. Mi español no está bien, no entiendo todo lo que... Si hablas muy rápido, no entiendo. Hermano, muchas gracias. Tranquilo. Nos vemos. Quería que les comida a ellos, para ellos. Ah, pollos. Como que le invites algo por la entrevista, como pagarles. Also der meinte, ich soll denen was ausgeben, weil die mit mir gesprochen haben, aber ich habe den nicht verstanden. Und dann hat er mich beschimpft oder so, keine Ahnung. Bolivia. Okay, die Situation heizt sich ein bisschen auf, ne? Also ich glaube, die haben mich alle angeguckt oder la gente me miraba. Entonces, es mejor si dejamos ese lugar ahora. Vamos a otro lugar. ¿Qué piensa? Also, bisschen komisch hier. Aber die Jungs waren ganz in Ordnung, ne? Also, sie ist überhaupt nicht dran gewöhnt, dass die Menschen uns anschauen. Die sagt mir schon, die gucken uns alle an und so. Ein bisschen aufgeregt, aber ja. So ist das, wenn man mit der Kamera rumläuft. So, wir verlassen jetzt diesen Stadtteil. Das wird uns ein bisschen zu viel hier. Wir schauen mal, was wir noch machen können. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahí estamos, papi. ¿Tú eres de aquí? ¿Habitas aquí? Sí, yo soy cruceño. Cruceño de Santa Cruz. Santa Cruz. Ok. ¿Qué me puedes decir de ese lugar aquí, Plaza 3000? Más o menos, ¿qué tú querías saber? ¿Cómo es? ¿Cómo la vives? No, aquí, por ejemplo, yo trabajo, yo soy comerciante aquí ¿Sí? en Plan. Sí. No, ¿y para qué? Solamente lo único que estos últimos años, Plan 3000 se ha vuelto centro de la delincuencia. Antes era la villa, ahora es Plan. Sí. Todo lo que pasa es en el Plan. Mata, eso es lo que estamos indignados, ¿sí o no? ¿Matan también? No, te fanean un poquito. Te cortan. Con los cuchillos. Te fanean. Ay, ay, ay. Muy peligroso, ¿eh? Muchas gracias. Ciao, Vito, ciao, ciao. Also, das Zentrum der Kriminalität hat er das hier genannt, ja? Ja? De la delinquencia. Ja, so ist das hier, Leute. So ist das. Ja. Und die sind nicht wirklich drauf anzusprechen. Also, sie immer wieder, es peligroso acá, es peligroso. Peligroso. Also, da ist unser Bus. So, nächster Halt, Los Pozos. Das ist ein sehr großer Markt auch hier in Santa Cruz, eines der größten Märkte, Los Pozos. Wir verlassen jetzt Plan 3000. Ja. So, angekommen im Friseursalon. Ein Haarschnitt steht an. ¿Cuál es tu nombre? Anna. Also zusammen mit der Anna hier im Friseursalon. Salon Arlet. Also hier sind wir im Salon Arlet. Wir bekommen einen Haarschnitt, ja, von einer Frau. Wow. Also die liebe Anna wird uns bedienen. Mal gucken, wie es wird. Ja. Wir sind hier direkt in der Stadtmitte. Aquí se llama Los Pozos. Los Pozos, also das Viertel oder der Stadtteil hier, Los Pozos. Beziehungsweise es un mercado, ¿no? ¿O no? Sí, el mercado allá. Ok. Los Pozos es también el nombre del barrio, ¿no? Sí, todo es lo de Los Pozos. No, der Stadtteil heißt Los Pozos und es gibt auch den Markt, der Los Pozos heißt. Ne? Sehr gut. Gucken wir mal, wie es wird. ¿Cómo es tu corte? Entonces aquí, ¿De mira, grades? aquí quiero ¿Con la cero? cero, Ya. sí. ¿Y un de grades? Aquí quiero la transición. El otro barbier aquí no me hizo transición, pero yo quiero la transición, ¿sabes? Mira aquí, aquí. No hice una transición, pero yo quiero, ¿sabes? ¿Puedes hacer algo? Que vaya
No, que vaya un poco como que haya una transición. Ah, ya, ya. Ajá. Seiten auf 0. Danach Übergang. 25 Bolivianos, das sind umgerechnet ca. 3 Euro für den Haarschnitt. Das geht klar, ne? ¿De cuántos años tú trabajas acá? Aquí en este lugar 2 años. 2 años. ¿En toda la vida? 22 años. 22. Also, seit 22 Jahren ist sie ¿Qué Friseurin. tiene que cortar esto? Sí, sí, cero. Sie arbeitet als Friseurin seit 22 Jahren. Ja, echt interessant. ¿Tú eres cruceña? Del Ven. Ah, ¿dónde está esa ciudad? Queda, ¿no escucharon del Beni? Pero es Bolivia, ¿sí? Sí, Bolivia. Also, Vive sie kommt nicht aus Santa sie kommt aus einer anderen Region. Aber ich habe den Namen nicht genau verstanden. Ein Land mit viel ethnischer Vielfalt, könnte man sagen. Und Santa Cruz befindet sich im Südosten Boliviens. Im Westen liegt La Paz. La Paz liegt 3.000 bis 4.000 Metern über dem Meeresspiegel. Dementsprechend kalt dort. Und viele klagen über Kopfschmerzen, deswegen konsumieren sie auch Coca-Blätter. Anscheinend soll das helfen gegen diese Kopfschmerzen. Ist das hier komplett null? Ich weiß nicht. Mal gucken. Wir waren erstmal bei einem anderen Friseur. Der wollte schneiden, aber ohne gefilmt zu werden, weil er anscheinend schüchtern ist. Und deswegen ja, bin ich dann weggegangen. Eine erfahrene Friseurin. ¿Tú cortas más mujer o hombre? Ambos. Okay. Also sie schneidet sowohl Männer als auch Frauen gleich viel. Bisschen kamerascheu, die Bolivianer. Auf dem Markt da die Coca-Blätterverkäuferin wollte nicht gefilmt werden. Oder auf Fragen wollen sie nicht eingehen. Vor allem jetzt, wo wir bei Plan 3000 waren. Die wollten nicht wirklich meine Fragen beantworten. Okay. Ist okay. Schön akkurat, schön ruhig auch noch, sehr schön. Anna macht ihren Job schon seit langer Zeit, kennt sich dementsprechend gut aus. So? Die Länge muss stimmen, ja, passt so. Letzter Check. So. Frisur sitzt. Muchas gracias, Anna. Ja, passt, also auf 0. Bravissimo. Vale. Ich habe einen neuen Haarschnitt. ¿Qué te gusta? Bien. ¿Está bien? Okay, also auf 0. Guapo, wow, ich bin hübsch, sagt sie. So, ¿dónde vamos hoy?
Los. Okay, wir schauen uns ein bisschen in den Markt an und dann beenden wir das Video. Santa Cruz by Night. Wir haben 5:45 und es ist schon fast komplett dunkel. Ne? Wir haben schon einiges geschafft heute. Ich habe euch auch einiges gezeigt. Ahora pero no está nerviosa. Está bien. Tranquila. Ahora está tranquila. Jetzt ist sie ruhig, sagt sie. Ja. No, el plan es el plan. Ja. Also sie mag das Viertel Plan 3000 gar nicht, sagt sie. Verständlich, vor allem als Frau, so ist das halt. Ne? Bolivien ist eines der ärmsten Länder in ganz Südamerika, wenn nicht das ärmste Land. So, es ist ein bisschen belebter hier, also ein paar mehr Menschen unterwegs hier. Und sie sagt gerade, hier ist es ganz gefährlich, also auf diesem Markt. ¿Tú piensas que acá es más peligroso de Ramada? Sí. Hier sagt sie, es ist gefährlicher als bei Ramada. Todo aquí, la venta Todas las tiendas aquí venden cosas robadas. Also sie sagt hier, die Sachen, die verkauft werden, sind gestohlen. Ja? Por ejemplo, cosa? Todo. Sie sagt, alle Artikel sind geklaute Ware. Deswegen sind die vielleicht auch kamerascheu, weil sie halt gestohlene Ware weiterverkaufen. Also, wenn euch in Bolivien etwas gestohlen wird, dann wisst ihr Bescheid, dann müsst ihr herkommen und nach eurem Gegenstand suchen. Ja. So ist das halt hier. Schon etwas los hier. Hier, Flexscheiben. Hier findet man eigentlich alles Mögliche. Gebrauchtware, hier geklaute Ware. Sie sagt gerade, vor 2 Wochen wurde jemand abgestochen und ist gestorben beim Versuch, ihm was wegzuklauen. Also sie töten hier auch, wenn sie versuchen, was wegzunehmen. Das ist schon ja, trist, ne? Sehr traurig. Also hier Bekleidung. Todo nuevo. Okay, also pero no está robado. Okay, hier, das ist hier keine geklaute Ware, sagt sie. Das ist hier neu. Ja? Neu. Ah, bueno. cambia. Una calle, otra calle. Ajá. Esta calle es buena, otra calle es mala. Mami, de los peces. Mami. De los peces vi a un pez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah? Quesillo. Ah, Käse. Also so wird es wie Frischkäse. Ne? Und Mais, Choclo. Es con maíz los dos. ¿Eso qué es eso? ¿Qué es eso? Tamales coceros. ¿Ah? Tamales, ¿qué es tamales? Ahí a la olla al horno. Típico. Este el horno, Sí. la olla. Al horno. ¿Están rellenas de cosas? Sí, de maíz. Queso, de choclo. Choclo, Mais. Ah, okay. Hier Orangensaft. Melone. Torten. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, Tripa. Ah, wir sind im Parque Arenal hier angekommen. Oh, das ist ein ganz ruhiger Park hier. Polizei ist da, aber sie sagt auch hier ganz viele Kriminelle, ne? Sagt sie. ¿Qué hacen acá los criminales?
robar. Also auch hier wird geklaut. So Leute, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ich denke, ihr habt da einen guten Einblick in die Stadt Santa Cruz bekommen. Also Vorsicht ist hier auf jeden Fall geboten. Passt auf, wenn ihr hier seid. Vor allem auf eure Handys, weil wenn sie klauen, sind sie dann auch bewaffnet. Und deswegen wird das Ganze nochmal umso gefährlicher. Also, ich werde weiterhin aufpassen. Nichts ist passiert. Wieder Glück gehabt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir werden uns im nächsten Video sehen für ein nächstes Abenteuer. Macht's gut, euer Andrea. Peace out.